Hallo allerseits, ich bin hier auf den Spur-1-Tagen in Mellrichstadt und bin jetzt beim Hermann Waschlebauer. Der hat eine Drehscheibe in Speyer schon mal vorgestellt. Eine Drehscheibe in Spur 1 mit einer Brücke 71 cm lang und Gesamtdurchmesser für die Drehscheibe 80 cm, wenn man sie irgendwo einbauen möchte. Die ganze Brücke ist aus MDF-Platten gefertigt. Die Brücke selbst 2 mm MDF und die gesamte Drehscheibe hat 5-6 mm, oder wie war das? Ja, 5-6 mm in der Dicke. Und die Aufgabe, die wir uns gestellt hatten, wir sind eine kleine Gruppe in der Gegend von Aachen, war dem Modellbahner eine Drehscheibe anzubieten, die robust ist und preisgünstig. Und das zeige ich Ihnen gleich gerne, verschiedene Vorteile hat, die vielleicht manche anderen, die viel, viel teurer sind, nicht haben. Preisgünstig heißt irgendwo so unter 2000 Euro? Ja, wir sind bei 1700 Euro. Als komplette Als kompletter Satz, inklusive der gesamten Technik. Und wenn ich es selber finalisieren möchte, ein bisschen günstiger, gibt es dann das irgendwie als Bausatz? Ja, das ist dann ein sogenannter Rohling, wie wir ihn nennen, ein Komplettbausatz letztendlich, ein Dummy. Es gibt dann die Grube und es gibt die Brücke. Und dazu liefern wir die Einzelteile, die man braucht. Zum Beispiel dann das kleine Messinggitter oder die Flexschiene in Spur 1. Also alles, was man braucht, um dann eine komplette Drehscheibe zu bauen. Dann liegen wir bei 1000 Euro. Also wirklich komplett dann alles an Einzelteilen, so wie sie hier wenn ist. Ich sie schon fertig machen will. Und jetzt schauen wir es uns mal hier so aus der Nähe an. Ich hoffe, wir können sie mal drehen lassen. Ja. Die wird jetzt ganz normal über einen Gleichstrommotor angetrieben und über einfach einen normalen Fahrregler oder irgend sowas, was wir noch hatten, Analog-Trafo zum Beispiel, oder hier ein Playmobil-Eisenbahntrafo, ein uralter. Einer der teuersten Trafos, die man heute noch finden kann. Die habe ich meinen Enkelkindern geklaut, die wissen das noch nicht. Nein, Spaß beiseite, also du brauchst nicht viel. Das wäre ja die Aufgabe. Einfach, robust, brauchbar. Gut, dann können wir es vielleicht mal kurz dann die Drehscheibe selber zeigen, indem wir hier mal vielleicht die Lok abnehmen. Das ist, glaube ich, ein Märklin-Modell, ist ein bisschen leichter. Ja, und auch robuster. Ne? Und dann schauen wir uns mal die Brücke genauer an im Detail. Man sieht also hier komplett aus MDF gefertigt und dann kann man hier jedes einzelne Gitterelement abnehmen. Ja, das mache ich mal eben. Das geht sehr schnell. Dadurch wird jetzt auch die Antriebstechnik sichtbar. Bevor ich zur Antriebstechnik komme, sieht man hier, auf jeder Seite der Bühne hängt dieser stabile Messingrahmen. Dort laufen zwei gegensätzliche H0-Räder. Man sieht das vielleicht bei dir sehr deutlich in den Filmen. Die können dann nicht weg und verleihen eine zusätzliche Stabilität. Das heißt, Spurkranz stabilisiert es auch gleichzeitig, Richtig. da kann nichts aus. Das haben wir uns alles überlegt, genauso wie hier zum Beispiel der Sturz. Da kannst du das Gleis andrücken. Das heißt, der Sturz ist schon fertig und beim Bausatz muss man jetzt quasi nur noch dann diese Schiene montieren. Richtig. Die Schiene habe ich vorher schon erfahren, das ist ein in der Mitte auseinandergesägtes Spur-0-Gleis. Ja, ein Spur-0-Flexgleis. Flexgleis, ja. Na? Und wenn wir jetzt hier, habe ich eine Beleuchtung drin, ich weiß gar nicht, ja, sie geht. Dazu gibt es auch noch im Preisbegriff die Einrichtung für ein Maschinenhaus. Die habe ich jetzt schon verschenkt an andere, aber da habe ich noch 10 Stück von. Die baut ein Freund von uns. Dann schauen wir uns mal innen die Technik an nochmal. Ja. Das heißt also, hier ist auch nochmal eine Lagerung. Also es ist ziemlich simpel. Wir haben hier einen Getriebemotor. Ja. Dann kommt eine Kardanwelle. Und dann kommt ein Slickreifen. Mal ein bisschen mehr Licht. Ein Slickreifen von Graupner, Modellbau. Das heißt, hier jetzt der Kardan. Mal schauen, wo ich meine Hände habe. Ja. Ja. Der Kardan. Das ist auch aus dem Modellbau, Schiffsmodellbau. Ja, ist von Graupner, Schiffsmodellbau. Und der Slickreifen ist von Carrera. Und der Motor ist Für ein Carrera-Auto? Für ein Carrera zu Porsche. 24 Porsche. Ja. Weil der hat besonders viel Grip. Ne? Der Porsche hat hinten den Motor, der haut immer rechts und links weg. Ne? So ungefähr. Aber Dann ist hier der Getriebemotor. ja. Und wir haben das ein bisschen geneigt. Und zwar so geneigt, dass eben der Druck, du siehst die Verarbeitung mit den Winkeln, der Druck liegt praktisch auf der
auf dem Slickreifen. Also das ist nicht waagerecht, sondern leicht nach unten, damit Druck erzeugt wird. Dieser Druck, ich kann es ja nochmal anmachen, dieser Druck treibt das an. So, Und wenn in du der noch mal Mitte hier die guckst, Stromübertragung, wie läuft denn die dann eigentlich? ja, da habe ich das hier liegen, das kann ich mal auch gerne zeigen. Das ist ein Schleifkontakt, den kann man bei mir auch einzeln kaufen. Ja, schau mal, der dreht sich ewig. Der ist in der Mitte, Wie viele Kontakte hat der? der hat 6 Phasen. Wenn ich Decoder einbaue, brauche ich ja nur 2. Hier habe ich 6. Die anderen 4 kann ich dann für reichlich Stromversorgung für Spur 1 verwenden, wenn ich will. Ja, aber Oder wenn ich es analog nutze, dann halt Ja. entsprechend weniger. Analog, 2 Motor, 2 Gleis, 2 Licht. Hier haben wir Platz gelassen für den Modellbauer, der kann sich hier noch ein Signal hinstellen, was auch immer. Wie läuft denn das jetzt mit den Gleisabgängen? Ja. Das ist jetzt hier ja Also wir können ja beliebig mal individuell hier kurz schauen. konfigurierbar. Das habe ich nicht festgeklebt. Warum? Weil wir natürlich jeden Anschluss, hier ist was Simples verschraubt, individuell anlegen müssen. Das heißt, der Modellbahner, der will ja vielleicht hierhin oder dahin oder hierhin. Und deshalb haben wir das eben so. Diese Teile gibt es reichlich dabei. Ja, die kriege ich auch vermaßt. Schau mal, ich breche das jetzt einfach durch. Moment nochmal. Und ich kann jetzt hier, ich will das einfach mal simpel demonstrieren. Das war jetzt falsche Sekunde. Das heißt, ich lege ein Stück unter als MDF-Platte und dann kommt das Schau. Gelaserte mit der Struktur, Ja. dass man dann hier individuell draufsetzen kann. Was ich jetzt nur zeigen möchte kurz, wir reden ja über analog, also zurück zum Analogen. Schau mal, ich kann die ansteuern, dann steuere ich den ein Stück zurück, passt. Also ich brauche nicht Schrittmotoren, ich brauche nichts. Also das ist, sagen wir mal, ja, das ist der VW Käfer unter den Drehscheiben. Ja, beim Käfer war es ähnlich, der ging auch nicht kaputt. Bis sie anfingen mit dem Golf und haben angefangen da, ja. Und Also die das Brücke ist so- selber, die kann man komplett einfach abnehmen. Ja, aber die ist jetzt festgeschraubt. Festgeschraubt, Ja. Kann ich das auch noch mal von unten zeigen, wie sauber wir das verarbeitet haben. Also da siehst du auch die Robustheit. Ne? Ich muss jetzt runtergehen, das Ding ist scheiß schwer. Kann man durchaus vorstellen, dass es nicht leicht ist. Ja, das wär's. Aber nochmal, das Wichtigste ist für mich hier, da bewegt sich nichts. Wenn die Lok, Das heißt, ich kann hier eine 10 Kilo Lok auch draufstellen. da bewegt sich nichts, weil wir haben das Gewicht hier liegen, auf den Rädern und nicht in der Mitte auf dem Kaiserstuhl. Das ist ein Unterschied zu anderen, den wir da haben. Und die ganze Brücke selber, obwohl sie MDF ist, ist sie hier biegesteif. Durch das, dass sie hier als Fachwerk entsprechend Ja, ist konstruiert Fachwerk, genau. Ist Fachwerk, kannst dich draufstellen. Ja, gut. Gut, dann bedanke ich mich beim Hermann Waschelbauer Ich bedanke für mich die bei euch. Vorstellung der Drehscheibe. Ja. Und es war ganz interessant. Ich danke.